Hallo, ich bin der Roland von der Rock Machine Germany, Präsident vom Chapter Battlefield. Ich bin seit 1,5 Jahren bei der Rock Machine und der Grund, dass ich dazugegangen bin, ist der, dass ich die Historie und die Geschichte der Rock Machine schon lange verfolge. The Rock Machine MC, auch bekannt als Rock Machine, ist eine Outlaw-Motorradgang mit insgesamt 24 Chaptern in Kanada, den USA, Australien und Deutschland. Der Club wurde 1986 von Salvatore Cazzetta gegründet, der einst mit Maurice Bucher, dem Präsidenten des Hells Angels Charters in Quebec, befreundet war. In den 90er Jahren führte Rock Machine einen harten Kampf mit den Hells Angels um die Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt in Montreal. Andere Rockergruppen waren ebenfalls in den 7-jährigen Konflikt verwickelt, der tragischerweise 160 Menschenleben forderte und zahlreiche Verletzte hinterließ. Nachdem Rock Machine in der Unterzahl war, trat der Club im Januar 2000 vorübergehend den Bandidos als Probationary Chapter bei. Später, im Jahr 2007, erlangte Rock Machine jedoch seine Unabhängigkeit zurück. Der Club behauptet jetzt, dass er sich nicht mehr an kriminellen Aktivitäten beteiligt und nur noch eine Gruppe von Motorradenthusiasten ist. Die Vorgeschichte. Im Jahr 1982 waren Salvatore Cazzetta und Maurice Bucher Teil einer Motorradgang namens SS, die sich selbst in Anlehnung an die SS nannte und in Pointe-aux-Trembles auf der Ile de Montréal ansässig war. Ursprünglich sollten beide Mitglieder der Hells Angels werden. Doch als im März 1985  5 Hells Angels Mitglieder aufgrund eines Streits um die Veruntreuung von Drogengeldern in Lennoxville hinterhältig ermordet wurden, kam es zu einer Entfremdung zwischen den beiden ehemaligen Freunden. Während Bucher schnell bei den Hells Angels aufstieg, gründeten Cazzetta und sein Bruder Giovanni Rock Machine. Anders als die Hells Angels trugen die Mitglieder von Rock Machine keine Kutten zur Erkennung, sondern trugen Ringe mit einem Adler als Geheimzeichen. Das Clubmotto von Rock Machine lautet: "À la vie à la mort". Inzwischen ist ein Adlerkopf das offizielle Logo des Clubs. Anfangs herrschte Frieden zwischen den beiden Motorradclubs. Polizeibeamte glaubten, dass dies hauptsächlich auf Cazzettas Verbindungen zur Mafia in Quebec zurückzuführen war. Im Jahr 2010 hatte der Rock Machine MC Pläne, ein eigenes Chapter in Deutschland zu etablieren und verhandelte diesbezüglich mit den Australiern. Schließlich wurde im gleichen Jahr ein Probationary Chapter gegründet, das 2011 offiziell zum ersten Chapter des MC wurde. Es wurden danach noch weitere 4 Chapter gegründet. Im Dezember 2012 kam es zu einer Schießerei in der Türsteher-Szene in Neu-Ulm, bei der ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde. Die Täter wurden als Mitglieder des Rock Machine MC identifiziert. Zuvor hatte es bereits eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern des Rock Machine MC und dem in Ulm ansässigen Chapter der Bandidos gegeben. Rock Machine und die Bandidos aus Texas beschlossen aufgrund ihrer lang anhaltenden Konflikte, sich zu arrangieren. Im Jahr 2000 wurde Rock Machine in einem sogenannten Patch-Over Teil der Bandidos und blieb 7 Jahre lang Teil des Clubs. Während dieser Zeit schlossen sich viele ehemalige Rock Machine-Mitglieder den Hells Angels an, da nicht alle von ihnen Vollmitglieder der Bandidos geworden waren. Zu diesen ehemaligen Mitgliedern gehörten Paul Porter, Nelson Fernandez und Bruce Doran, die Teil eines Nomads-Charter der Hells Angels in Quebec wurden. Fernandez starb jedoch wenige Monate später an Krebs und Doran gab seine Kolos zurück, sodass nur Porter länger in der Rockerszene aktiv blieb. Einige Mitarbeiter von Bundesbehörden vermuten jedoch, dass Doran immer noch als Rocker aktiv ist und seinen Rückzug nur als Tarnung angekündigt hat.